Hallo meine lieben Kochfreunde, hier ist der Matti von Outdoor Kitchen. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Kochkanal. Ja, heute mache ich so eine Art Anleitung und ich werde euch zeigen, wie man diese wunderschöne Schweinenuss in einen herrlichen Kochschinken verwandelt. Ja Leute, wenn ihr mich jetzt fragt, ist Kochschinken selber machen schwer, lautet meine Antwort jein. Man braucht natürlich das nötige Wissen, das Know-how, aber das werde ich euch heute vermitteln und man braucht auch ein bisschen Equipment, aber wenn man das einmal gemacht hat, geht einem das total locker von der Hand und glaubt mir, es lohnt sich, schmeckt viel besser als der gekaufte Kochschinken, den mag ich zwar auch ganz gerne, aber mir ist er irgendwie noch ein bisschen zu fad und wir pumpen hier nochmal richtig Geschmack rein und glaubt mir, das Ganze schmeckt sensationell. Und ja, was braucht man, wenn man Kochschinken machen will? Als erstes natürlich ein gutes Basismaterial, also gutes Fleisch, das ist bekannt. Ohne gutes Basismaterial kriegst du auch kein gutes Ergebnis hin. Ja, ich mache den Kochschinken aus Schweinenuss. Ich habe hier 1,5 Kilo Schweinenuss. Der ganze Vorgang gliedert sich in mehrere Schritte. Zuerst wird die Schweinenuss gepökelt. Dazu wiegen wir die entsprechende Menge Pökelsalz ab. Ich mache eine 10%ige Salzlake, hau da richtig viel Gewürze noch mit rein. Das Ganze soll ja auch schmecken. Und ihr könnt auch eine höher konzentrierte Salzlake machen mit 12%, aber ich finde 10% ist optimal. Und ja, das Ganze werden wir spritzpökeln. Dazu benutze ich diese Pökelspritze, das heißt, wir wiegen erst die entsprechende Menge Pökelsalz ab, kochen das mit dem Wasser auf und den Gewürzen, lassen das Ganze abkühlen und dann ziehen wir den Sud, also die Pökellake mit der Pökelspritze ab und beimpfen rundherum die Schweinenuss damit. Dann wird das Ganze vakuumiert und kommt für 4 Tage in den Kühlschrank und dann wird das Ganze gebrüht. Man kann ihn warm anschneiden oder abkühlen lassen und kalt essen. Aber ich will ja geschmacklich noch mal was on top setzen. Und dann werde ich ihm noch mal 8 bis 12 Stunden Rauch gönnen. Dann wird er noch mal kalt geräuchert im Räucherschrank auf Buchenholzspänen. Und dann lassen wir das Ganze noch mal abkühlen. Dann wird das angeschnitten und glaubt mir, das ist wirklich ein sagenhaft leckerer Kochschinken. Und es lohnt sich wirklich, den nachzumachen. So Leute, jetzt setzen wir die Pökellake an, die Spritzpökellake und dazu ist ein bisschen Kopfrechnen gefragt. Basis der ganzen Formel ist das Fleischgewicht. Die Schweinenuss wiegt 1,5 Kilo, also brauchen wir die entsprechende Menge Wasser. Je Kilo Fleischgewicht brauchen wir 20% Flüssigkeit, das heißt auf 1 Kilo Schweinenuss 200 Milliliter Wasser. Wir haben 1,5 Kilo, also brauchen wir 300 Milliliter Wasser für die Pökellake. Dazu wiegen wir noch die entsprechende Menge Pökelsalz ab. Wie gesagt, bei einer 10%igen Salzlake auf 1,5 Kilo Fleisch brauchen wir genau 33 Gramm Nitritpökelsalz. Und ja, die Formel, die lässt sich etwas schwierig berechnen, aber da gibt's einfach im Internet ein Pökellake-Rechner und wie viel Milliliter Pökellake du hast und wie hoch die Salzkonzentration sein soll und dann spuckt ja dir das Ergebnis aus, weil es wird nicht nur das Gewicht des Wassers berücksichtigt, sondern auch das Gewicht des Pökelsalzes, das reinkommt. Ja Leute, kommen wir nun zu den Gewürzen und da gibt es irgendwie kein richtig und kein falsch. Jeder soll das verwenden, was ihm persönlich am besten schmeckt. Und aber ich habe euch ja gesagt, ich pumpe ordentlich was an Geschmack in den Kochschinken rein. Und dazu brauche ich eine gute Gewürzkombination und die setzt sich bei mir folgendermaßen zusammen. Ich habe hier 2 Teelöffel Zucker, 3 Lorbeerblatt, und dann jeweils 1 Teelöffel Fenchelsamen, Kümmel, Rosmarin und Salbei, das gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall mit rein, Thymian, Pfefferkörner und dann jeweils noch einen halben Teelöffel Senfkörner, Wacholderbeeren und Koriander. Ja Leute, eine Zutat fehlt noch, eine ganz wichtige Zutat. Was meint ihr was? Frischer Knoblauch. In vielen Rezepten für Kochschinken wird dir dazu geraten, dass man Knoblauchgranulate verwendet. Bitte Leute, macht das nicht, nehmt frischen Knoblauch. Bei mir kommt ordentlich Knoblauch rein. Ich habe hier 15, die werde ich grob hacken. Das kommt dann mit Schale in den Sud, wird aufgekocht und das gibt dem Kochschinken später dieses schöne, natürliche Knoblaucharoma und ich mag das total. Also wie gesagt,
kein Granulat verwenden, sondern bitte frischen Knoblauch. Ja, nachdem alle Zutaten im Topf sind, dann kochen wir das Ganze 5 Minuten auf, stellen den Topf beiseite, warten bis das Ganze sich vollständig abgekühlt und aromatisiert hat, dann sieben wir die Lake ab. Ja, und dann folgt der nächste Schritt, nämlich das Spritzpökeln. Ja, zum Spritzpökeln brauchen wir diese Pökelspritze und das Ganze läuft folgendermaßen ab. Ich ziehe mit der Pökelspritze Pökellake auf, dann steche ich die Spritze in das Fleisch hinein, ungefähr bis zur Mitte, bis zum Kern, und dann ziehe ich die Nadel langsam raus, drücke und verteile gleichmäßig Pökelflüssigkeit in der Schweinenuss. Das Ganze macht ihr alle 2 bis 3 cm, macht ihr einen Einstich schön rundherum, dass ihr ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis erzielt, dass die Pökellake gleichmäßig in der Nuss verteilt ist, und dann wird das Ganze vakuumiert. So Leute, die Schweinenuss, die wurde jetzt spritzgepökelt, ich habe sie nochmal vakuumiert, und was wir jetzt machen, jetzt legen wir das Fleisch 4 Tage in den Kühlschrank, damit das Ganze schön durchpökeln kann, täglich wenden, immer mal ein bisschen Zuneigung, ein bisschen massieren, kneten, damit sich das alles schön gleichmäßig verteilt, und ja, und in 4 Tagen geht es dann weiter. So Leute, die erste Phase ist jetzt abgeschlossen, und zwar die Pökelphase. Ich habe das Fleisch 4 Tage lang gepökelt, ich habe es dabei täglich mehrmals gewendet und immer ein bisschen durchmassiert, damit sich die Pökellake auch schön verteilt. Die Schweinenuss ist schön umgerötet, die hat sich toll aromatisiert, denke ich. Ich kann es ja nicht aufmachen und riechen, aber ich glaube, das wird sehr, sehr lecker. So, was wir jetzt machen, jetzt folgt die zweite Phase, und zwar müssen wir das Fleisch durchgaren. Dazu tun wir die vakuumierte Schweinenuss in einen ausreichend großen Topf und füllen so viel Wasser auf, dass die Schweinenuss vollständig damit bedeckt ist. Ja Leute, der Schinken, der muss jetzt durchgaren, und warum heißt Kochschinken Kochschinken? Manch einer wird denken, ja klar, weil er gekocht wird, aber Leute, die Annahme ist falsch. Würde ich das Fleisch jetzt kochen, dann hätte ich einfach nur gekochtes Fleisch und keinen Kochschinken. Die richtige Bezeichnung ist Brühen oder Niedergaren. Das heißt, wir werden das Ganze ungefähr 3 Stunden bei 70 Grad niedergaren, bis eine Kerntemperatur von exakt 67 Grad erreicht ist. Dann ist das optimal. Ja, zum Niedergaren nutze ich so ein elektronisches Gerät, das nennt sich Sous Vide Stick. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein fortschrittlicher Tauchsieder, nur dass er das Wasser nicht zum Kochen bringt, sondern du stellst die gewünschte Temperatur ein, in meinem Fall 70 Grad, und die Zeit 3 Stunden. Ich finde 70 Grad und 3 Stunden, das ist ein guter Richtwert für Kochschinken. Und ja, dann wird die Wassertemperatur wird dann konstant bei 70 Grad gehalten, der Timer läuft runter, und nach 3 Stunden sollte das Ganze gut sein. Ja, wie gesagt, 70 Grad und 3 Stunden, das ist ein guter Richtwert beim Niedergaren von Kochschinken. Allerdings ist es mit Richtwerten immer so eine Sache. Ich bin ja, weiß Gott, kein akribischer Mensch, außer wenn ich Schinken oder Wurst mache. Deswegen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich nutze dieses
Fleischthermometer und so ungefähr nach 2 Stunden fange ich mal an, die Temperatur zu prüfen. Ich will ja exakt 67 Grad Kerntemperatur erreichen. Alles, was darüber hinausgeht, da zersetzen sich die Eiweißmoleküle und der Schinken wird trocken. Wenn du das zu früh rausholst, wenn das Fleisch innen noch roh ist und rot und nicht rosa, ist auch nicht gut. Wie gesagt, wir wollen den perfekten Kochschinken machen und der perfekte Kochschinken hat eine Kerntemperatur von 67 Grad. Ich frage mich gerade, wie haben die Menschen früher Kochschinken gemacht, wo es nicht so Dinge gab wie ein Sous-Vide-Stick oder hitzebeständige Vakuumfolie oder YouTube und auch so tolle Menschen wie mich, die euch zeigen, wie das geht. Deswegen, Leute, abonniert den Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch. So Leute, nach knapp 3 Stunden, um genau zu sein, nach 2 Stunden 45 Minuten bei einer Brühtemperatur von 70 Grad, hat der Schinken die gewünschte Kerntemperatur von knapp über 67 Grad erreicht. Das heißt, er ist jetzt gar. Und was wir jetzt machen werden, den Schinken abkühlen. Dazu habe ich einen Bottich vorbereitet mit eiskaltem Wasser. Da tue ich den Schinken jetzt rein für 2 Stunden, damit der Garprozess unterbrochen wird, damit sich das Ganze nochmal zusammenzieht. Ja, nachdem der Schinken abgekühlt ist, habe ich noch ein bisschen pariert. Das geht dann hinterher leichter als vorher. Und ja, dann habe ich ihn in Frischhaltefolie eingewickelt. Theoretisch ist er jetzt schon verzehrfertig, aber das machen wir nicht. Man muss sich noch ein bisschen zusammenreißen. Den tue ich jetzt den Kollegen in den Kühlschrank über Nacht, damit das Ganze sich nochmal weiter aromatisieren kann. Und morgen folgt dann die dritte Phase. Da werden wir den Kochschinken kalt räuchern. So, meine lieben Kochfreunde, jetzt kommt die finale Phase. Der Kochschinken war die ganze Nacht im Kühlschrank und ja, theoretisch kann man den jetzt schon essen. Die Konsistenz ist gut, er duftet unheimlich toll und ich bin auch sicher, dass er sehr gut schmeckt. Aber wir wollen ja geschmacklich noch was on top setzen. Ich habe ja gesagt, ich schaue alles rein, was geht und wir werden den Kochschinken noch weiter veredeln. Das mache ich, indem ich ihn jetzt erstmal mit Honig, rundherum mit Honig einpinsele, mit zerlassenem Honig. Und dann wird der Kochschinken warm geräuchert, bis sich der Honig karamellisiert und quasi wie so eine schöne goldene Haut um die Schweinenuss legt. Und ja, und nach dem Heißräuchern werde ich das Fleisch erstmal an die frische Luft hängen, damit es sich entspannt, damit es sich aromatisiert. Schinken nochmal eine Ladung kalten Rauch, dann wird er nochmal 12 Stunden kalt geräuchert auf Buchenholzspänen und dann lassen wir das Ganze nochmal schön abkühlen. Der Frischluftphase ist ebenso wichtig für den Schinken, genau wie das Räuchern. Und ja, wenn das fertig ist, was meint ihr, wie gut das schmeckt? So Leute, der Kochschinken, der ist jetzt fertig. Ich habe ihn 2 Stunden warm geräuchert, dann habe ich ihn ein bisschen abkühlen lassen und dann habe ich ihn die Nacht über 8 bis 10 Stunden kalt geräuchert auf Buchenholzspänen, damit er nochmal ein schönes Aroma kriegt. Dann 8 Stunden Frischluftphase und ja, jetzt... Und jetzt ist der große Moment gekommen. Jetzt werde ich den anschneiden und mir ein schönes Schinkentoast machen. Ja Leute, guckt euch mal
diesen wunderbar saftigen Schinken an. Der hat ein ganz, ganz tolles Raucharoma, einen wunderbaren Duft und ja, was soll ich euch sagen, er ist perfekt. Also ich wüsste wirklich nicht, was man besser machen kann. Der Schinken hat wirklich einen unglaublich tollen Geschmack und einen sehr, sehr intensiven Nachgeschmack übrigens auch. Also wirklich, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Macht es nach, es ist wirklich ein Spitzenprodukt. Ja, der eine oder andere denkt jetzt bestimmt, wow, toller Schinken, aber lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? Ja, also ich finde schon, für mich lohnt sich das auf jeden Fall, weil ich mache meistens nicht nur einen Kochschinken, wenn ich schon dabei bin, mache ich 3 bis 5 Stück. Ich habe so einen großen Topf, da passt ordentlich was rein und ich tue ihn auch nicht immer räuchern, kann ich aber nur empfehlen, weil ich mag dieses Raucharoma. Aber in der Regel tue ich den nur pökeln, gut würzen. Und ja, als Aufschnitt hält sich der Kochschinken ungefähr eine Woche, vakuumiert deutlich länger, 2 bis 3 Wochen und wenn was übrig bleibt, frieren wir das ein. Aber der ist so lecker, das ist wirklich selten der Fall. Und ja, die dritte Sache ist, spart man Geld dabei. Ich finde schon, ich mache den Schinken meistens aus Schweinenuss und da gucke ich immer, wenn irgendwo was im Angebot ist. Ich meine, wenn du mal guckst, was 500 Kilo Kochschinken beim Metzger kosten, das kann ja kein Mensch bezahlen. Und ja, in diesem Sinne, Leute, probiert das Rezept aus. Es würde mich total freuen, wenn ihr das mal nachmacht. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, wie es war. Spart nicht an den Gewürzen, frischen Knoblauch rein und wenn ihr die Möglichkeit habt, räuchert den Kochschinken nochmal und ja, sehr, sehr lecker. Macht's gut, euer Batti.